Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Live-Session. Heute geht es um Pentatonik für Fortgeschrittene Teil 7. Und zwar üben wir seitliche Lagenwechsel durch alle 5 Positionen der Pentatonik. Vielleicht etwas ganz Neues für den einen oder anderen, der sonst seine klassischen Lagenwechsel übt, eher so senkrecht rauf und runter in den 5 Lagen. Heute gucken wir uns das mal horizontal an und haben eine sehr einfache, aber doch sehr herausfordernde Übung. Ich freue mich, dass ihr live dabei seid. Wir gucken gleich mal in den Live-Chat hinein und sagen Hallo an alle, die live sind. Hallo ihr Lieben, hallo Thomas, Heinz, Grüße. Ach, schau mal, die Berliner sind wieder online. Herrlich. Ja, schön. Bei euch oben ist es noch kühler, ne? Hallo aus Leer, Ostfriesland. Gerhard. Lars, super. Hallo, lieber Lars. Hallo. Thomas hat gleich eine Frage hier. Wenn man ein Tempo erreicht hat und nicht schneller wird, lieber viel langsamer werden oder die Geschwindigkeit beibehalten, dass mit der Zeit schneller wird. Ich würde sagen, als Antwort, die Geschwindigkeit variieren. Es ist auch von Tagesform abhängig und auf jeden Fall langsam üben, sodass du keine Fehler drin hast. Ne? Und auch auf langsamem Tempo vielleicht ein Metronom hinzufügen, sodass du da eine Struktur hast oder so ein elektronisches Schlagzeug. Auf geringem Tempo üben, keine Fehler zulassen und dann, wenn es geht, ein bisschen schneller werden. Aber Tempo ist ein Nebenprodukt von geduldigem, sauberem Üben, täglichem Training. Okay? Also, Thomas, lass dir Zeit. Manchmal dauert es Wochen, manchmal geht etwas auch rückwärts. Ne? Man übt und dann ist besser, man macht mal eine Pause nach ein paar Wochen und dann geht man wieder ran, sodass sich die Synapsen sozusagen im Gehirn verbinden können und dann geht es aufwärts. Also Tempo variieren. Hallo Arnold, Carsten, hallo. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt eure Gitarren zur Hand und ihr könnt euch die Übung ist leicht, deswegen alles gut. Ihr seid dabei, gebt mir noch ein Feedback zu Bild und Ton bitte, ob alles soweit stimmt. Ich habe die Auflösung jetzt auf Full HD. Ich hoffe, dass die Qualität genügt, was die Übertragung angeht, dass wir keine Aussetzer haben. Das Experiment der letzten Wochen mit mehr wie Full HD, das habe ich jetzt erstmal ad acta gelegt, sozusagen beendet. Vielleicht versuchen wir es in einem halben Jahr oder in einem Jahr wieder, wenn die Qualität des Webs ein bisschen mehr das hergibt. Okay, also supi. Bevor wir uns jetzt lange aufhalten, wir sind schon 3 Minuten im Video, gehen wir gleich ran an die Übung und gucken uns das Ganze sofort an hier. Bild und Ton ist okay. Danke, lieber Dietmar. Super. Also gut, ich gehe mit euch jetzt gleich durch die Übung, erkläre euch, um was es hier geht. Und ich brauche jetzt eure volle Aufmerksamkeit. Ich bin hier in dem Guitar Pro File und befinde mich in der A-Moll-Pentatonik. Und zwar üben wir heute auf den beiden mittleren Seiten, auf der D- und auf der G-Seite. Ja, aber wir werden die Übung ausbauen auf alle 3 Seitenpaare. So, aber erstmal von der Idee her, ich dir das jetzt erklären, was ich mache. Und da gehen wir jetzt gleich in das File rein und schauen uns das an. So, die Übung beginnt tatsächlich auch mal mit Leerseiten und beinhaltet 4 Töne auf der G-Seite jeweils. Ganz leicht. Und dann dasselbe auf der D-Seite. Also 2, 0, 2, 0. So, das sind die 6 Töne, die wir hier verwenden, durchgehend. Klar, ich gehe jetzt runter vom Tempo gleich auf Tempo 70. Also ganz entspannt und gemütlich, bevor wir da das Zieltempo anpeilen, was gar nicht wichtig ist. Wichtig ist nur, sich daran zu gewöhnen, mal für eine Weile die Pentatonik seitlich zu trainieren und dann zu beobachten,
was geschieht mit meinem Spiel, wie verändert sich es, hat sich positiv ausgewirkt, entstehen plötzlich neue Ideen in meiner Spielweise und wie wirkt sich das auf meine Gitarrentechnik aus. Ja, wisst ja, diese Übungen, da geht es um die Optimierung deiner Spielweise, deiner Gitarrentechnik, deiner Koordination zwischen beiden Händen. Und wenn du jetzt sowas lernst und dir dann dieses Muster verinnerlichst, weil es ist eine Abfolge von 6 Tönen. Und ich spiele dir das jetzt einmal vor, dass du das siehst und dann erkläre ich mal nochmal, was passiert. Also. Das hört man auch, ne? Es ist immer dasselbe. Und scrollen wir da nochmal rein, dann sind wir jetzt in der ersten, das war jetzt die 5. Position mit den beiden großen Schritten in der Mitte. Jetzt kommt die erste Lage der Pentatonik hier im 5. Bund auf den beiden mittleren Seiten. Die zweite, ein kleiner und ein großer Schritt. Die dritte, ein großer und ein kleiner Schritt. Und dann noch einmal die 4. Oktave höher wie zu Beginn. Also dasselbe wie hier. Wir enden dann eine Oktave, 12 Bünde höher. Das ist die Übung. Die Herausforderung wird sein, von den Achteln auf die triolische Spielweise zu springen und dann, so wie das sich dann steigert, ab dem 9. Takt hier Sechzehntel. Und die Triolen fühlen sich anders an, wie auch die Sechzehntel. Die Sechzehntel sind relativ schnell. Ich spiele jetzt einmal das gesamte Beispiel durch, sodass du es dann auf Tempo 70 ganz gemütlich mit mir verfolgen kannst. Okay? Also, geht los. Das heißt nicht immer komplett hier eingeblendet, aber das Prinzip ist ja leicht zu verstehen. Das kann man sich auch auswendig merken. Ich schaffe es kaum hier alles gleichzeitig ablaufen zu lassen. Ich müsste das verkleinern, aber ich denke vom Prinzip her hat man das kapiert. Sollte für euch kein Problem sein, das nachzuvollziehen, was hier passiert. Also, gleich noch mein Tipp, bevor du so etwas lernst, bleibe in den jeweiligen Lagen und wiederhole es ein paar Mal. Und wenn du jetzt auf meine rechte Hand guckst, immer ein großer Tipp von mir. Zusätzlich zu den Fingersätzen der linken Hand, die du individuell für dich aussuchen kannst, wie es dir bequem ist wichtig, dass du mal die rechte Hand beobachtest. Ich drehe die Kamera noch ein bisschen rein. So. Und dann wirst du feststellen, dass ich beginne mit einem Abschlag. Denn wenn ich mit dem Aufschlag beginne, habe ich mit der rechten Hand größere Bewegungsabläufe. Das ist der Grund, ich versuche immer, meine Bewegungsabläufe so zu optimieren, dass sie so klein wie möglich sind. Ich beginne mit dem Abschlag und spiele ganz
entspannt Wechselschlag. Dann nimmst du die nächste Lage hier mit den, in der 5. Position der Pentatonik mit den 2 großen Schritten. Und dann bleibst du jeweils. Jetzt kannst du getrennt trainieren, Metronom einschalten und nur dieses Pattern üben. Das mache ich jetzt mal, dass du das hörst, wie das dann klingt. Und das ist ein sehr gutes Ding. Ich bleibe auf dem Tempo, ich gehe mal auf Tempo 80. Okay. 2, 3, 4. Das sind jetzt die Triolen. Sechzehntel. Und auch hier gleich nochmal der Tipp bei diesem Training, auch ganz wichtig, wieder sehr darauf achten, die linke Hand so entspannt wie möglich zu halten. Also ganz wichtig für euch ist immer die Spannung aus der linken Hand komplett raus. Wenn du merkst, oh, ich verspanne, dann nimm das Tempo zurück, vergiss nicht die Finger zu dehnen, gib den Finger eine Pause von 20 Sekunden und dann machst du weiter. Immer wieder Pausen einlegen. 5 Minuten trainieren, halbe Minute Pause ist ein super Tipp. Okay? Also, das war's auf Tempo 70. Ich gehe jetzt mal auf Tempo 90, dass ihr das mal auf Tempo 90 hört und dann mal vielleicht einmal noch auf 120 und dann noch ein paar weitere Tipps und das war's dann auch schon mit der heutigen Übung. Ich wünsche dir viel Spaß jetzt. Ich hoffe, dass das alles eingeblendet ist und Vorzähler rein und es geht los mit Tempo 90. Und ist ganz wichtig, du wirst feststellen, wenn du das übst. Es wird Tempi geben, wo sich das leicht anfühlt, obwohl es schneller war. Jetzt hat sich für 90 hat sich für mich jetzt leichter angefühlt wie vorhin die 80. Das ist einfach so. Das kann man als gar nicht erklären. Es kann sein, dass sich Tempo 100 wieder nicht so toll anfühlt. Tempo 110 oder 105 fühlt sich dann wieder gut an. Es gibt tatsächlich so Tempi, die sich nicht so flüssig anfühlen. Mein Tipp, bleibe auf den Tempis, die sich gut anfühlen. Das ist ein Zeichen, dort ist der Fortschritt am größten. Ja? Und wenn du dann 10, 15 Schritte höher gehst auf dem Metronom und es sich auch gut anfühlt, dann bleib auf dem Tempo. Manchmal gehst du nur vielleicht 5 Beats höher und es fühlt sich gut an. Also da, wo es sich gut anfühlt, da ist sozusagen der beste Fortschritt vergraben. Okay, also machen wir nochmal ein Beispiel mit Tempo 110, dass du dir das auch anhörst. 1, 1, 0. Und ich sage dir dann auch gleich, wie es sich für mich anfühlt auf 110. Und wichtig ist, deine Hände brauchen Zeit, diese Lagenwechsel zu fühlen, sodass man nicht verrutscht und vor allen Dingen die Fingersätze, dass man die sich einprägt. Das dauert halt ein bisschen. 110.
Das war jetzt vom Spielgefühl okay. Ich stopp's nochmal. Das war vom Spielgefühl jetzt okay. Ich gehe mal auf 120. War jetzt nicht so toll auf 110. Ich gucke mal auf 120, wie sich da anfühlt. Ob sich da wieder flüssiger anfühlt. Ich weiß nicht. Es kann sein, jetzt, wenn du genau hinguckst auf meine rechte Hand, es kann sein, dass ich bei den Sechzehnteln, das schon sehr schnell sein wird, ein bisschen Economy Picking machen werde. Das zeige ich dir dann auch gleich, was das dann bedeutet. Okay? Aber beobachte ruhig mal auch meine rechte Hand, um zu sehen, ob sich in der Bewegung bei den Sechzehnteln etwas anpasst, ob sich da was ändert. Und wenn ja, werde ich dir zeigen, was ich da gemacht habe. 120. Es kann sein, dass man als die Tempi-Wechsel als verpasst, weil ich hier jetzt versuche, auch den Gitarrenhals so optimal wie möglich in der horizontalen zu halten. Ich sitze jetzt nicht unbedingt so bequem, wie ich mir das vorstelle. Und normalerweise, wenn ich das trainieren würde, würde ich mehr sogar aufs Gehör achten und dann völlig relaxed ein bisschen mich nach hinten lehnen und das Ganze dann spielen. Ich denke, wenn man das auf Tempo 120 oder ich probiere es mal jetzt auf 130, aber das sollte dann das letzte sein, was ich jetzt probiere. Einfach, wir kennen das ja, just for fun, warum nicht? Genau. So, es ist so ein Beispiel, wenn ich jetzt das üben würde auf dem Tempo, dann würde ich einfach jetzt eher zum Metronom greifen und es da richtig durchziehen. Ich mache noch mal kurz das Metronom an, sodass du das hören kannst auf 130. Ba, 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 ba. Und dann auf einer Position bleiben. Und jetzt guck mal auf meine rechte Hand. Und dann wirst du sehen, dass ich am Ende diese Bewegung mache. Also runter, hoch, runter, hoch, hoch, runter, runter. Und ich spare dadurch 2 Schläge. Und das mache ich aber nur bei den Sechzehnteln. Ne? Das ist so diese Economy Picking. Ich weiß, es sieht sehr, sehr ergonomisch aus. Ne? Wenn du nur auf die rechte Hand guckst jetzt. Das ist also die minimalste Bewegung. Und diese Technik, da kommt auch mal ein Video, wo ich das analysiere. Das habe ich von Frank Gambale. Und wenn der die, nochmal die Nahaufnahmen, wenn der eine Tonleiter spielt, guck auf die rechte Hand.
dann siehst du, es ist nicht auf höchstem Tempo der Wechselschlag, sondern es ist runter, hoch, runter, runter, hoch, runter. Das heißt, ich nehme 1, 2, 3, die vierte Bewegung. Wenn ich 3 Töne auf einer Seite spiele, nach unten mit. Das ist, ihr wisst, ich empfehle, Wechselschlag zu trainieren. In 90% der Fälle. Nur wenn man mal was ganz Schnelles ausprobieren möchte, kommt physikalischer Wechselschlag an die Grenzen und dann wirst du bei vielen feststellen, bei vielen Forschungsgitarristen, dass sie auch eine Art Economy Picking verwenden, zumindest mal auf 2 Seiten, das sieht man fast bei jedem. Wenn das aber für dich mit Wechselschlag wunderbar funktioniert, dann brauchst du das nicht nachmachen. So, das wäre es jetzt einmal zu dem Pfeil. Ich gucke jetzt in den Chat, ob ihr da noch Fragen habt. Super, Bonte schreibt, mit dem HD reicht absolut sogar eine große Aufnahme auf dem TV zu schauen. Mit super, jetzt erst super, also ihr seid voll fokussiert dabei. Das gefällt mir richtig gut. Und jetzt kommen die weiteren. Ja, da stehen schon einige Maybachs im Hintergrund. Der Lutz sieht alles. Super, ich freue mich, dass ihr so gespannt zuschaut. Also bleibt bitte dran und haltet mir auf jeden Fall die Treue. Vor 2 Monaten waren hier immer noch 150 online, jetzt sind es nur noch 50. Das ist für mich ein bisschen demotivierend auch. Ich hatte aber auch sehr viel Zuspruch von euch und sehr motivierende Nachrichten, das durchzuhalten. Und jetzt schauen wir mal, wie sich es in den nächsten Wochen wieder entwickelt. Ich zähle auf euch. Also jetzt dieselbe Übung auf den dünnen Seiten und auf den dicken Seiten. Also guck mal hier. Du hast das Muster im Ohr oder in den Händen. Okay, ich sehe hier nur 54, aber ich freue mich, wenn 91 online sind. Super, super, super. Also, guck auf die Nahaufnahme jetzt. Bleib bitte, lass den Chat mal kurz aus den Augen und guckt bitte, was ich mache. Also, das, was ich gerade gespielt habe, spiele ich jetzt auf den dünnen Seiten. Also, check it out. Bisschen mit Metronom. Machen wir es mal auf ein gemütliches Tempo, hier auf 100. Und dann auf den dünnen Seiten. Also ich bin sicher, ihr habt das gecheckt, was ich jetzt gemacht habe. Ne? Also ich beginne hier zum Beispiel, du kannst auch hier unten beginnen, aber ich beginne jetzt in Lage 5 der Pentatonik auf dem dritten Seitenpaar, auf den dünnen beiden, auf der E- und H-Seite und spiele dasselbe Muster. Dann Position 1. Position 2 und so weiter. 3, 4, 5. Theoretisch wieder der erste. So weit hoch wie du gehen möchtest. Und natürlich, last but not least, dieselbe Übung auf den dicken Seiten. Beginnen wir doch gleich mal mit den Leerseiten. Also, Position 4. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1.
gleich noch ein Tipp von mir für deine Visualisierung. Ganz, ganz toller Tipp. Wenn du in der ersten Position bist hier. Und du hast die beiden großen Schritte. Nach den beiden großen Schritten kommen immer zwei kleine. Danach kommt ein großer Schritt. Dann die Spiegelung. Ein großer und ein kleiner. Dann wieder die zwei kleinen. Und dann bist du wieder am Anfang mit den zwei großen Schritten. Also zwei große, zwei kleine, klein, groß, groß, klein, zwei kleine, zwei große. Und so kann man sich das wunderbar einprägen. So ihr Lieben, kurz nochmal in den Chat und dann sollte es das für heute mit der gewesen sein. Also Leo Forrester hat aus einem Video über Speedpicking betreffend, wählst du das Plektrum parallel zur Seite oder im leichten Winkel? Gute Frage, Leo. Ich halte das Plektrum mal parallel, wenn ich zum Beispiel Druck ausüben will im Spiel. Also, aber beim Spielen, wenn du genau hinguckst hier, siehst du, also wenn ich jetzt zum Beispiel ganz schnell picke, dann habe ich hier, ich hoffe man kann es sehen, so einen leichten Winkel, also nicht 45 Grad, weil das oder ja, so, das wäre zu viel, weil dann zirpt das Plektrum über der Seite, sondern es ist ein leichter Winkel und die V-Picks, ich weiß, ich habe das schon oft erwähnt, V-Pick mit diesem genialen V-Schliff, das ist das Plektrum meiner Wahl seit weit über 10 Jahren und ich bin sehr, sehr begeistert von diesen Plektren. Sie klingen fantastisch und sie geben dir 10-15% mehr Tempo. Es ist ein leichter Winkel, okay? Nicht so rum, sondern ganz normal, also einfach so und dann das Plektrum ganz entspannt. Also die Haltung des Plektrums der rechten Hand ist das Natürlichste auf der Welt. Okay? Das Einzige, was du machst, guck mal, ist nur den Zeigefinger unter den Daumen bringen. Die beiden ersten Fingerglieder, Daumen und Zeigefinger, sind übereinander. Das siehst du, mein Finger ist mittlerweile krumm. Nach so langer Zeit des Spielens hat sich der gebeugt, den Kräften gebeugt. Und das Plektrum ist seitlich am Finger nicht so, weil so hast du Spannung hier. Und Spannungen wollen wir vermeiden. Und das Einzige, was du also machst, du bringst den Zeigefinger rein. So. Und das Plektrum seitlich und nur eine kleine Spitze rausgucken lassen und in einem leichten Winkel picken. Übe das immer mit leichtem Palm-Mute. Beim Anschriften B-Seiten misslingt mir das, hebe den Handballen an, bekomme das nicht raus. Gut, sehr gute Frage auch hier. Markus Scholz, übe das immer mit leichtem Palm-Mute. Auf der dünnen B- und E-Seite ist das Palm-Muting am schwierigsten. Ja, deswegen, vor allen Dingen, wenn du eine Strat-Gitarre spielst, ein Strat-Modell, wo der Volume-Potty so nah ist, dann musst du sogar ja hier leicht anheben, damit du mit der Hand über den Volume-Potty kommst. Viele mögen das nicht, haben den Volume-Potty ja weggeschraubt und als eins nach unten, habe ich schon gesehen, versetzt. Ne? Ja, es ist gewöhnungsbedürftig, aber gehen wir nochmal in die Nahaufnahme. Das ist auch hier eine sehr gute. Du hast hier ganz wenig Möglichkeit. Du musst dich in der Region hier aufhalten. Ne? Für die Palm-Mutes. Ne? So. Ja, ganz. Ja, und dann ist auch noch der Tremolo-Hebel. All das zwingt dich auch natürlich dazu, mit minimalen Bewegungen zu spielen. Und wenn ich jetzt die Übung gemutet spiele, hat die einen Vorteil, ich zwinge mich mit ganz kleinen Bewegungen auszukommen. Okay? Peter, vor allem ich will das Video jetzt nicht heute zu einem Frage-Antwort-Video machen. Ich bitte um Verständnis. Ich beende das Video auch jetzt nach einer halben Stunde, weil die langen Videos werden nicht so angeguckt.
auf YouTube, also Maximum 30 Minuten, das sollte genügen für die heutige Zeit. Diese Fragen bitte entweder per E-Mail zu schicken oder noch besser in den Frage-Antwort-Runden. Das geht mir dann zu lange heute. Ne? Okay. VPix gab ich auch, geht super, aber 6 Euro ist jeden Euro wert. Die VPix sind einfach vom Klang her unbezahlbar. Ich habe manche 5, 6, 7 Jahre gespielt, also das ist kein Thema. Ja, Markus, dranbleiben, kleine Bewegungen ausführen, geduldig mit dir sein, keine Verspannungen zulassen. Ne? Okay, also Peter, sei mir nicht böse, aber das geht nicht. Ja, ich kann da jetzt nicht diese ganzen Fragen, wenn, dann Fragen bitte zu dem Thema heute. Okay, also, weil sonst dauert das zu lang. So, das sollte es für heute gewesen sein. Ich glaube, dass diese Übung heute auch wieder eine der allerbesten Übungen ist, die du in der Pentatonik ausführen kannst. Sie ist leicht zu merken, sie ist leicht auszuführen, sie zwingt dich, schnelle Lagenwechsel auszuführen und du wirst erstaunt sein, welche unglaublichen Effekte du hier erreichst, wenn du diese Übungen machst. 3 haben wir noch vor uns. Nächste Woche geht es weiter mit der Pentatonik für Fortgeschrittene, mit der Trainingseinheit Nummer 8, 9 und 10. Wir werden uns noch leicht steigern, aber die letzten beiden, speziell die heute, die will ich, dass ihr sie richtig intensiv trainiert und mir dann nach ein paar Tagen, Wochen berichtet unter diesem Video oder mir schreibt per E-Mail beziehungsweise auf meiner Website. Du als Unterstützer beziehungsweise als Patron von mir bekommst natürlich das GitHub-Profile auch noch mit zum Üben. Wenn du noch nicht ein Unterstützer von mir bist, dann geh doch bitte auf meine Website. Schau dir dieses Riesenprojekt an, was ich da auf die Beine gestellt habe in den letzten 7, 8 Jahren und beteilige dich mit einem kleinen Obolus, sodass du dann auch alle Vorteile hast, die ich dir biete. So, das war es. Schreibt mir, wie die Übung ankommt. Gebt mir ein Feedback. Ich freue mich, euch am Donnerstag wieder live begrüßen zu dürfen. Dann bin ich hier mit dem Sebastian und wir haben einige sehr interessante Themen am Donnerstag. Ich lade euch herzlich ein, live dabei zu sein. Und zwar, die Session beginnt, wir werden die 1-2 Mal im Monat machen, die heißt Gitar Talk, wo wir beide über aktuelle Themen reden. Ein Thema wird sein, was unter anderem online los ist mit Copyright, mit dem Streamen, mit was auf YouTube gerade stattfindet. Ein weiteres Thema wird sein auch über das Thema Zensur. Sebastian wird uns erzählen, was er alles gemacht hat in den letzten 2,5 Jahren, um die Prüfung auf die Jazzakademie in Stuttgart zu schaffen. Das wird sicher für einige sehr interessant. Er hat es geschafft und wird im Oktober sein Studium in Stuttgart dann antreten. Bin sehr stolz auf ihn und ja, noch ein paar sehr interessante Themen. Ich lade euch alle herzlich ein. Das war's. Ciao und bis zum nächsten Mal. So, und bevor du gehst, würde ich mich freuen, wenn du die Glocke läutest, damit du informiert bist, wenn ich wieder online bin. Ja, und hier die Glocke und dann den Kanal abonnieren. Und wenn du auf meine Webseite gehst, dann kannst du dich dort für meinen Newsletter anmelden. Werde bitte mein Unterstützer auf der Seite WhipGuitar oder mein Patron auf Patreon. Dort bekommst du Zugriff auf das ganze Material meines Gitarrenlebens und du wirst begeistert sein von dem, was du dort lernst. Herzlichen Dank. Ich freue mich, dich in meinem nächsten Live-Video begrüßen zu dürfen. Bye, bye.